Willkommen zu einer neuen Folge von Deutsch einfach gemacht. Heute gehen wir über Grammatik hinaus und entdecken die Musik der Sprache. In unserer letzten Folge haben wir das große Finale des deutschen Satzbaus erlebt. Wir haben die geheime Logik der Nebensätze entschlüsselt und verstanden, warum das Verb auf seine Reise ans Satzende geschickt wird. Damit haben wir unser Wissen über die Architektur der deutschen Sprache vervollständigt. Wir wissen jetzt, wie man korrekte, logische und sogar komplexe Sätze baut. Aber korrekt ist nicht alles, oder? Heute lassen wir die harten Grammatikregeln ein wenig hinter uns und widmen uns einer Frage, die für viele Lerner der nächste große Schritt ist. Wie klinge ich nicht nur korrekt, sondern auch authentisch? Wie klinge ich wie ein Muttersprachler? Die Antwort liegt nicht in den Wörtern, die wir benutzen, sondern darin, wie wir sie benutzen. Die Antwort liegt in der Musik der Sprache. Deshalb beschäftigen wir uns heute mit Intonation und Sprachmelodie. Wir werden über den Rhythmus sprechen, der den deutschen Satz antreibt, über die gezielte Betonung von Wörtern, die die Bedeutung komplett verändern kann, und über die strategische Macht der Pausen. Das ist keine trockene Phonetiklektion. Das ist ein Workshop, um deine Sprache von einem korrekt gebauten Haus in ein lebendiges, warmes Zuhause zu verwandeln. Es ist die ideale Übung, um deine Sprache von nur richtig zu wirklich authentisch und musikalisch zu machen. Also, lass uns lernen, Deutsch wie Musik zu sprechen. Mehr als nur Akzent. Warum die Melodie entscheidend ist. Bevor wir in die Technik eintauchen, lass uns kurz darüber sprechen, warum das alles so wichtig ist. Oft konzentrieren wir uns als Lerner darauf, einzelne Laute wie das Tsch oder das gerollte R perfekt auszusprechen. Das ist gut, aber es ist nur ein kleiner Teil des Puzzles. Die Sprachmelodie, auch Prosodie genannt, ist oft viel entscheidender dafür, wie du wahrgenommen wirst. Stell dir vor, du hörst jemanden, der alle Wörter richtig sagt, aber mit einer komplett monotonen, roboterhaften Stimme. Es ist schwer, ihm zuzuhören, oder? Man weiß nicht, was wichtig ist und es klingt desinteressiert. Eine gute Sprachmelodie hingegen macht dich nicht nur verständlicher, sie transportiert auch Emotionen und Selbstbewusstsein. Sie zeigt deinem Gesprächspartner, dass du engagiert und sicher bist. Die deutsche Sprachmelodie hat 3 entscheidende Bausteine, die wir uns heute ansehen werden. Der Rhythmus, der Takt des Satzes, was wird schnell und was langsam gesprochen, die Betonung, welches Wort ist der Star des Satzes, und die Satzmelodie, geht die Stimme am Ende hoch oder runter. Wenn du diese 3 Elemente meisterst, wirst du einen riesigen Sprung nach vorne machen. Der deutsche Takt, der Rhythmus von betont und unbetont. Jede Sprache hat ihren eigenen Rhythmus. Das Französische fließt oft wie ein Fluss, während das Deutsche manchmal eher wie ein Marsch mit klaren, festen Schritten klingt. Dieser Marschrhythmus kommt von einem starken Kontrast zwischen betonten und unbetonten Silben. Die Grundregel ist erstaunlich einfach. Wichtige Inhaltswörter werden betont. Das sind die Wörter, die die Kerninformation tragen. Substantive, Hauptverben, Adjektive und die meisten Adverbien. Auf diese Wörter setzt du einen kleinen Akzent, einen kleinen Beat. Unwichtige Funktionswörter werden nicht betont. Das sind die kleinen grammatischen Helfer, die alles zusammenhalten. Artikel, der, die, das, ein, Präpositionen, in, auf, mit, Hilfsverben, haben, sein und Konjunktionen und aber. Diese Wörter sprichst du schnell und fast ein bisschen undeutlich aus. Sie werden quasi an die betonten Wörter angehängt.
Hör dir den Unterschied an. Ich sage einen Satz zuerst komplett unnatürlich, mit Betonung auf jedem Wort, und dann natürlich. Unnatürlich. Ich habe gestern ein gutes Buch gelesen. Klingt wie ein Roboter, oder? Jetzt natürlich, mit dem deutschen Rhythmus. Ich habe gestern ein gutes Buch gelesen. Hörst du es? Ich habe wird schnell gesprochen, dann kommt der erste Beat auf gestern. Ein wird schnell gesprochen, dann kommen die Beats auf gutes Buch. Ge ist schnell, der Beat liegt auf lesen. Der Satz fließt nicht gleichmäßig, er pulsiert. Inhaltswort, Funktionswort, Inhaltswort. Das ist der grundlegende Takt des Deutschen. Wenn du anfängst darauf zu achten, wird dein Sprechen sofort rhythmischer. Der Scheinwerfer. Die Betonung des wichtigsten Wortes. Okay, wir wissen jetzt, welche Arten von Wörtern betont werden. Aber innerhalb eines Satzes gibt es meistens ein Wort, das die allerwichtigste Information trägt. Dieses Wort bekommt den Hauptakzent, den Scheinwerfer. Und das Geniale ist, indem du diesen Scheinwerfer verschiebst, kannst du die Bedeutung des gesamten Satzes verändern, ohne ein einziges Wort auszutauschen. Nehmen wir den einfachen Satz: Ich habe das Buch nicht gestohlen. Jetzt schau, was passiert, wenn wir den Scheinwerfer bewegen. Ich habe das Buch nicht gestohlen. Die Betonung liegt auf ich. Die versteckte Botschaft ist, jemand anderes hat es getan, aber nicht ich. Ich habe das Buch nicht gestohlen. Die Betonung liegt auf das. Die versteckte Botschaft ist, ich habe vielleicht ein anderes Buch gestohlen, aber nicht dieses spezifische Buch. Ich habe das Buch nicht gestohlen. Die Betonung liegt auf gestohlen. Die versteckte Botschaft ist, ich habe etwas anderes damit gemacht. Ich habe es mir vielleicht nur geliehen. Du bist der Regisseur deines Satzes. Du entscheidest, was die Kernaussage ist, indem du das entsprechende Wort betonst. Das ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug, um präzise zu kommunizieren. Ein kleiner Rückgriff auf frühere Folgen: Denk daran, dass trennbare Präfixe, aufstehen, und der erste Teil von zusammengesetzten Wörtern, Handschuh, fast immer eine starke Betonung bekommen. Hoch oder runter, die Melodie am Satzende. Das letzte und vielleicht wichtigste Element ist die Satzmelodie, also die Bewegung deiner Stimme am Ende eines Satzes. Geht sie hoch oder geht sie runter? Das signalisiert deinem Gesprächspartner, welche Art von Satz du sprichst. Hier gibt es 3 einfache Melodien zu lernen. Melodie 1, die fallende Melodie für Aussagen und W-Fragen. Bei einem normalen Aussagesatz und bei einer W-Frage mit wer, was, wann, wo fällt die Stimme am Ende ab. Das signalisiert, ich bin fertig, die Information ist komplett. Es klingt selbstbewusst und abgeschlossen. Aussage: Ich wohne in Berlin. Das Wetter ist heute schön. Woher kommst du? Auch hier fällt die Stimme. Das ist für viele Lerner überraschend. Wie spät ist es? Melodie 2, die steigende Melodie für Ja-Nein-Fragen. Bei einer Ja-Nein-Frage, also einer Frage, die mit dem Verb beginnt, steigt die Stimme am Ende an. Das signalisiert, ich bin nicht fertig. Ich erwarte eine Antwort von dir. Es klingt offen und fragend. Frage: Wohnst du in Berlin? Ist das Wetter heute schön? Hast du Zeit? Allein durch diese Melodie weiß dein Gegenüber sofort, ob du etwas feststellst oder ob du eine Antwort erwartest. Melodie 3, die schwebende Melodie für Pausen und Nebensätze.
Manchmal mitten im Satz, zum Beispiel vor einem Komma, bleibt die Stimme oben oder schwebt, bevor sie dann im Hauptsatz dann endgültig fällt. Wenn das Wetter morgen gut ist, gehen wir spazieren. Das signalisiert: Achtung, ich bin noch nicht fertig, da kommt noch was. Und das ist sie, die Musik der deutschen Sprache. Sie besteht nicht aus zufälligen Tönen, sondern aus einem klaren System aus Rhythmus, Betonung und Melodie. Lass uns die wichtigsten Prinzipien noch einmal zusammenfassen. Rhythmus. Betone die Inhaltswörter, Substantive, Verben, Adjektive und sprich die kleinen Funktionswörter, Artikel, Präpositionen, schnell und unbetont. Betonung. Setze einen Scheinwerfer auf das eine Wort im Satz, das die wichtigste Information trägt, um deine Aussage präzise zu machen. Satzmelodie. Lass deine Stimme bei Aussagen und W-Fragen fallen und bei Ja-Nein-Fragen steigen. Das ist der Schlüssel zum natürlichen Klang. Mein ultimativer Tipp, um das zu üben, ist Shadowing. Das bedeutet überschatten oder imitieren. Nimm dir eine kurze Audioaufnahme von einem Muttersprachler, eine Nachrichtensendung, einen anderen Podcast oder sogar eine Szene aus einer Serie. Höre einen Satz, drücke auf Pause und dann sprich den Satz genau nach. Versuche nicht nur die Wörter zu wiederholen, sondern die Musik, den Rhythmus, die Betonung, die Melodie. Das ist anfangs vielleicht komisch, aber es ist die absolut effektivste Methode, um dein Gehirn und deine Zunge auf den Klang des Deutschen zu trainieren. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst und deiner Sprache den letzten Schliff gegeben hast. Wenn du das Gefühl hast, dass du jetzt nicht nur die Worte, sondern auch die Melodie des Deutschen besser verstehst, dann freue ich mich riesig über deine Unterstützung in Form einer Bewertung oder eines Abos. In der nächsten Folge, dem großen Finale unserer ersten Staffel, geht es um eine der intelligentesten Lernmethoden überhaupt. Wir sprechen über Wortschatz und Chunking und den Titel Lern mit Bausteinen, wie du ganze Sätze statt einzelner Wörter merkst. Wir werden sehen, wie du deinen Lernprozess revolutionieren kannst, indem du aufhörst, einzelne Vokabeln zu pauken und anfängst, in ganzen Phrasen zu denken. Das wird ein fantastischer Abschluss für unsere gemeinsame Reise. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht. Tschüss und alles Gute!